Ein Clown? Ich habe gerade Schritte gehört. Oh mein Gott. Ey, nee. Das muss zu. Was macht der bei mir? Ist das vielleicht eine Geburtstagseinladung? Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr ja, ich habe einen Zettel erhalten, wo der 10.6. drauf war mit einem Clown drauf. Aber es ist etwas passiert, ich glaube, womit keiner von uns gerechnet hat. Also ich auf jeden Fall nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur Zufall war oder ob das beabsichtigt war. Keine Ahnung. Aber schreibt mir unbedingt eure Meinung dann in die Kommentare. Auf jeden Fall starten wir jetzt mit dem eigentlichen Video. Aber es passt total gut dazu. Deswegen, ihr werdet sehen, was passiert ist. Denn es gibt wieder einen neuen und weiteren Teil WhatsApp-Chats, die ihr niemals alleine um 3 Uhr nachts anschauen solltet. Ihr habt es euch gewünscht. Das Format gibt es ja hier schon seit Ewigkeiten. Und warum ich das vorhin sagte, ein Chat wird auch von mir dabei sein. Und ich sag's euch, Leute, damit habe ich null gerechnet. Aber ihr werdet es verstehen, wenn ihr den Chat seht. Auf jeden Fall, darauf kam keiner. Ich auch nicht. Auf jeden Fall lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ich wieder mit euch draußen eine 3 Uhr nachts Challenge machen soll an einen unheimlichen Ort. Ich habe nämlich so eine Idee. Ja, ab 3 Uhr nachts dort drin verbringen. Lasst es mich gerne wissen. Bei 8000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Dann wird es auf jeden Fall mega unheimlich. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, glaubt ihr an Geister oder nicht? Meint ihr, da draußen gibt es etwas, was man sich nicht erklären kann oder überhaupt nicht? Und zieht ihr euch einfach so Gruselzeug rein? Wenn ihr neu seid, lasst unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke und let's go. Kommen wir zum ersten WhatsApp-Chat. Ich mag nicht ohne Grund wandern. Es ist 20:59 Uhr, also schon relativ spät. Digga, das wirst du mir niemals glauben. Checke. Aber was ist denn passiert? Mag überhaupt jemand wandern? Also ich glaube, jeder von uns musste schon mal wandern auf Klassenfahrt, oder? Also manchmal kann es schön sein, ne? Wenn es nicht so lang ist. Also, wenn man lang K.O. ist und will man auch nicht mehr. Mann, und Lehrer sind immer so übermotiviert, aber egal. Ist schon eine Gruselstory an sich. Also, wir sind ja gerade auf Klassenfahrt. Ich sag's ja, Klassenfahrt, Leute. Und morgens waren wir schon extrem früh wandern. Wir sollten in Zweiergruppen Aufgaben erledigen. Stell dir das so vor wie bei einer Schnitzeljagd. Jedenfalls war dort Wald, extrem dichter Nebel und eigentlich nur wir als Klasse. Maya und ich liefen umher, um unsere Aufgaben zu machen, wie alle. Und nach einer Weile merkten wir, dass alle irgendwie schon längst woanders waren. Fragten uns schon, wo die sind und warum wir so langsam sind. Okay, es klingt ein bisschen mysteriös. Hä, waren schon alle fertig oder wie? Kann sein. Wir mussten auf jeden Fall dort noch eine Aufgabe machen, die am Baum hing, von der Lehrerin. Wir haben uns hingekniet, um schnell alles aufzuschreiben, weil es wurde immer unheimlicher und nebeldichter. Als wir dann aber wieder aufstanden, stand da plötzlich eine alte Frau in so einem ziemlich dreckigen, alten, langen, weißen Kleid. Sie zeigte zum Weg hinten. Wir drehten uns dahin, aber da war nichts. Und als wir uns zurückdrehten, war sie weg. So gruselig. Haben nicht mal sie kommen hören. Nix. Stellt euch das mal vor. Ihr seid schon im Wald. Allein schon gruselig genug. Und dann ist auch noch Nebel da. Extrem dichter Nebel. Und dann taucht genau da, wo ihr alleine seid, jemand auf. Das ist so merkwürdig. Meint ihr, es war ein Geist oder eine normale Person? Die lieber sagte zu denen, ja, geht da hin, weil die vielleicht nicht wusste, was da los ist, Leute. Was meint ihr, eure Theorie? Schreibt das mir jetzt mal unbedingt. Ich ziehe hier wieder aus. Es ist kurz vor 23 Uhr, also schon relativ spät. Was? Wieso? Ich lag so im Bett und plötzlich bemerkte ich was Kaltes an meinem Kopf. Als hätte jemand eine Hand auf meinen Kopf gelegt. Was? Und da war niemand? Nein, keiner. Plötzlich sagte nur jemand, hau ab hier. Das ist mein Zuhause, deswegen will ich weg. Hilfe, ein Geist? Kein Wunder, wieso deine Wohnung so günstig ist. Komm vorbei, ja. Also ich glaube, da drin wohnt ein Geist und der hat keinen Bock, dass da jemand Neues einzieht. Die Wohnung ist anscheinend zu schön. Sogar der Geist will nicht mal ausziehen. Nein, aber Spaß beiseite, das ist mega unheimlich. Ih, was Kaltes am Kopf ist. Ja, und der nächste fängt auch schon mal richtig spooky wieder an. Hast du schon mal gruselige Schatten gesehen? So viele von euch haben auch immer Schatten-Stories in die Kommentare geschrieben. Also ich bin mal gespannt, was der Person hier passiert ist. Ja, war aber meist am Ende von einem Auto oder Mondschein oder so, you know. Ich habe gerade for real einen Schatten gesehen und der war definitiv nicht davon. Wieso bist du dir da so sicher? Ich hörte ein Klopfen an der Tür. Ich lag schon im Bett, aber drehte mich hin. Ich rief, Mama, bist du's? Aber keine Antwort. Plötzlich huschte ein Schatten wie von einer Person durch mein Zimmer und die Tür flog auf. Keiner da. Selbst wenn das Fenster, wenn es aktuell sein soll, ja, auf Kipp vielleicht stand. Und das war der Windzug. Wieso sollte die Tür eigentlich aufliegen? Nee, das macht gar keinen Sinn. Die geht ja meist nicht auf, sondern die knallt dann zu. Ging die Türklinke auch noch runter. Alter, Dämon, welche von mir?
Stellt euch das mal vor. Okay, Leute, wir haben jetzt so einen richtigen 3 Uhr nachts Chat. Es ist 3:31 Uhr. Geh niemals um 3 Uhr nachts auf den Spielplatz. Seid ihr da oder wie? Ich bin auf dem Sofa und guck Netflix. Macht ruhig. Und dann kommt ein Bild. Und was das hier? Oh mein Gott, etwas beobachtet uns vom Baum aus. Man sieht einen Mund, glaub Haare und so, Schulter. Warte, was? Ich sehe es auch. Was macht ihr? Rennt! Sind nun an der Hauptstraße, wo Licht ist. Was macht ihr so spät da? Ey, wir haben von anderen gehört, um 3 Uhr soll man da Geister sehen. Ist das ein verfluchter Spielplatz oder was? Wir dachten Scherz und wollten für etwas Gruselstimmung da chillen, mit Snacks und so. Dann hörten wir seltsame Geräusche, so knistern, rascheln und sowas. Haben Handylicht angemacht und dann sahen wir was. Hab schnell Foto gemacht und wir rannten. Warum leuchten die Augen und so? Ich kann mir das nicht erklären. Also so wie das Bild war. Zurück sind die weggerannt und dahin, wo Licht ist. Aber ja, so ein ganz verlassener, gruseliger, dunkler Spielplatz ist schon echt sehr unheimlich, Leute. Ich spreche aus Erfahrung. Wir haben gerade den Dachboden ausgemistet und ich habe das gruseligste ever gefunden. Ich habe so Gänsehaut, Mann. Was hast du gefunden? Alte Puppen? Nein, wenn es das nur wäre, aber schlimmer. Was gibt es Schlimmeres als alte Puppen? Ich und mein kleiner Bruder sollten oben aufräumen, weil wir halt kleiner sind und Papa hat schlimme Rückenschmerzen. Wir sortierten so die Kisten und fanden in der letzten Ecke vom Dachboden so ein altes Gemälde. War super staubig. Ich wischte den Staub weg und da waren 2 Leute drauf. Und jetzt kommt's, okay? Die sahen aus wie wir. Also wirklich 1:1. Ich schick dir gleich Foto, ja? Hinten steht 1879 drauf. Wie geht das? Ich hab Angst. Aber vielleicht alte Verwandte... Von 1879 bis jetzt? Also ich meine, könnte sein, ne? Aber eigentlich auch irgendwie nicht. I don't know. Keine Ahnung. Also, das wäre irgendwie ein seltsamer Zufall. Aber vielleicht gibt es ja auch sowas wie Wiedergeburt. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, Leute, jetzt kommen wir zu meinem Chat, ja? Ich habe nämlich um Punkt 3 Uhr eine Nachricht erhalten. Eigentlich hatte ich vorgehabt, um Punkt 3 Uhr runter in die Tiefgarage erst einmal zu gehen, weil ich hatte ja nur das Datum, aber jemand hat von euch geschrieben, Becky, geh da nochmal in die Tiefgarage und guck mal. Vielleicht wurde irgendwie ein Geburtstag vorbereitet. Ich soll Geburtstag feiern, vielleicht finde ich da mehr Hinweise, keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich gehe dann in die Tiefgarage. Bis mein Handy dann klingelte und ich halt eine Nachricht bekommen habe. Und zwar von einer Nummer, die ich nicht kannte. Und jetzt haltet euch fest. Du musst die Truhe öffnen. Sofort. Das war die Nachricht, die ich bekommen habe. Mit einem Augen-Emoji. Ich kannte die Nummer nicht. Ich habe auch kein Bild gesehen, nichts. Deswegen habe ich gefragt, wer bist du überhaupt? Kennt man sich? Welche Truhe? Weil ich wusste nicht, wovon die Person da redet. Und dann schrieb die Person, die von GM, also Game Master. Das ist eigentlich die Abkürzung vom Game Master. Und dann fragte ich nochmal, wer bist du? Weil es war nicht die Nummer vom Game Master. Und hier hat ja jemand gesagt, die vom Game Master. Wisst ihr, was ich meine? Das kann ja dann nicht der Game Master selber sein. Der hätte ganz anders das geschrieben. Und dann bekomme ich ein Bild! Leute, und zwar das hier! Leute, hat der Game Master jetzt eine Freundin, eine Komplizin? Ich habe damit 0 gerechnet! Das ist auch noch bei mir zu Hause. Keine Ahnung, ist das von meinem Zimmer? Ich weiß es nicht. Und vor allem, wie kommt die bei mir rein? Warum? Was ist das jetzt? Ihr habt das auch nicht mal in die Kommentare geschrieben. Keiner hat damit gerechnet. Und wie ihr sehen könnt, das ist eine Person mit langen Haaren, mit Game Master Maske. Ich habe dann geschrieben, ist das bei mir zu Hause? Wer bist du denn jetzt? Wieso hast du seine Maske auf? Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich darauf eingehen oder nicht? Weil jetzt kommt ein Rätsel. Zumindest klingt es danach und ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Rebecca suchte überall ihr rotes Tagebuch. Ich habe kein rotes Tagebuch, by the way. Auf dem Schreibtisch lag nur ein Zettel mit diesem Hinweis. Da lag jetzt auch kein Zettel. Das ist anscheinend einfach so ein ausgedachtes Rätsel. Unten hörte ich ein Kratzen. Niemand war im Zimmer. Trotzdem bewegte sich etwas. Ein Schatten huschte vorbei. Zufall, ich glaube nicht. Rasch schaute Rebecca nach. Dann fand sie eine Spur aus Staub. Etwas lag dort, ganz still. Mit einmal schaute sie. Bei genauerem Hinsehen sah sie rot. Endlich wusste sie es. Tagebücher verstecken sich nicht von alleine. Tief unten lag es. Wo ist Rebeccas Tagebuch? Löse es und du findest dort Antworten. Leute, wo ist mein Tagebuch, was ich nicht habe? Also ich finde dort Antworten. Was so? Und ich muss die Truhe öffnen. Soll ich das wirklich machen? Moment, wir machen es so. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann weiß ich Bescheid. Und dann mache ich das. Aber ja, ich weiß nicht. Was ist die Lösung? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe kein Tagebuch. Und ich habe damit 0 gerechnet. Anscheinend hat er eine Komplizin. Und jemand mit irgendwie braunen, dunkelblonden Haaren. Also ich bin's ja nicht, Leute. Ich habe blonde Haare. Aber die Person hier drauf hat so, ja, kürzere. Ich glaube, bis hierhin gehen die Haare. Und die sind so braun, dunkelblond. Kamen die ganzen Hinweise von ihr? Oder war es wirklich Ronald McDonald? Wer steckt dahinter?
Ansonsten, ja, lasse ich das. Ich ignoriere es einfach. Aber ja, wir machen jetzt einfach hier zu Ende. Und dann warte ich einfach ab, was ihr sagt. In unserer Schulbibliothek spukt es. Sicher, sieht doch nur unheimlich dort aus. Es ist 18:51 Uhr. Also nicht mitten in der Nacht oder sonst was, da kommt man ja auch gar nicht rein. Also, ja, zu solchen Uhrzeiten kann auch was Unheimliches passieren. Nein, ich war gerade alleine mit der einen Aufsicht da, aber die hatte nur gelesen und glaubt nichts mitbekommen. Ich lief so durch die Gänge bis ganz hinten und suchte nach einem bestimmten Buch, als plötzlich erst ein Buch aus dem Regal fiel. Ich glaube, das muss so heißen, weil sachte, das passt ja nicht. Ich dachte, okay, vielleicht bin ich gegengekommen. Also ein Buch ist aus dem Regal gefallen. Packte es zurück, drehte mich um und suchte weiter, als plötzlich ungelogen locker 10 Bücher rausflogen. Das kann niemals sein, Lauri. Nee, never. Ich bin dann dahin, um die aufzuheben und dann hörte ich eine Stimme flüstern. Aus dem Regal, verschwinde. Bin gerannt wie sonst was. Okay, ich glaube, das war eine Warnung und die Schulbibliothek ist wirklich verflucht. Oh mein Gott, habt ihr eine alte Schulbibliothek? Habt ihr überhaupt eine? Einige Schulen haben das ja, glaube ich, und einige nicht. Die meisten sind aber modern, oder? Die sind niemals so creepy. Aber wenn es eine alte Schule ist, ne, und eine große alte Schule, dann kann ich mir das schon sehr unheimlich vorstellen. Und vor allem, wenn du genau da alleine bist am Regal und keiner bekommt's mit, ne? Das glaubt dir auch keiner. Oh mein Gott, Mira, bist du wach? Es ist Geisterstunde. Ich sag's dir, die Puppe ist verflucht. Was für eine Puppe? Was laberst du? Weißt du, wie spät es ist? Ja, I know. Aber bitte glaub mir, Oma hat mir eine Puppe ins Zimmer gestellt, die ich behalten soll. Aber die redet. Wie die redet? Hat die einen Knopf? Nein, ich lag so im Bett, okay? Plötzlich wurde ich wach, weil ich irgendwie was reden hörte. Oh mein Gott, das ist ja absolut gruselig. Dachte, Oma ist noch mal in mein Zimmer. Wieso auch immer, aber nein, es kam definitiv von der Puppe. Was sagte die denn? Spiel mit mir. Ich hätte auch so geguckt. Und nicht nur das, die fiel runter und dann hörte ich sie noch böser sagen. Wieso spielst du jetzt nicht mit mir? Also mit Betonung auf jetzt. Hab sie aus dem Fenster in den Garten geschleudert. Oh mein Gott, nein, Leute, heilige Waschmaschine. Wir benutzen jetzt den Garten. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Aber dann sind lauter verfluchte Dinge im Garten. Was dann? Was denken die Leute, wenn da so lauter Puppen sind? Wenigstens ist es lustig geendet, aber es war trotzdem creepy. Lasst mich unbedingt wissen, ob ich der Sache da auf den Grund gehen soll. Was ist eure Theorie? Vielleicht habt ihr eine Lösung zum Rätsel. Und bis dahin, ich habe euch so, so da lieb. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!